Moin Leute, willkommen im Buhlerland. Ich sitze hier mit dem Xiaomi Band 7 und dem Xiaomi Band 8 und das Xiaomi Band 8 ist jetzt seit kurzem in Deutschland offiziell verfügbar. International ist es ja schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber wie gesagt, mittlerweile können wir das auch in Deutschland offiziell nutzen. Und im heutigen Video möchte ich euch einfach mal kurz zeigen, was denn so tatsächlich die Unterschiede zwischen einem 7er und einem 8er sind und ob sich es überhaupt lohnt, jetzt quasi ein Upgrade durchzuführen oder ob man es getrost auch einfach ausfallen lassen kann. Ich habe prinzipiell das Xiaomi Band 8 schon eingerichtet und das ist von der Einrichtung genau das gleiche wie mit dem Xiaomi Band 7. Das läuft alles über die Mi Fitness App und auch vom Lieferumfang haben wir hier mehr oder weniger das gleiche drin. Da ist das Band drin, da ist ein Ladegerät drin und ein bisschen Papierkram und das war's. Auf den ersten Blick wird man hier keine großen Unterschiede sehen. Aber es ist wirklich so, dass das Xiaomi Band ein bisschen größer geworden ist, rund irgendwie 1,5 mm und dafür halt nicht mehr ganz so dick. Ja, aber das merkt ihr tatsächlich nur, wenn irgendwie das Ding nebeneinander liegt und ihr beides gleichzeitig. Also so auf den ersten Blick werdet ihr nicht sehen, was davon das 7er ist und was das 8er ist. Auch am Band selber hat sich eigentlich nichts verändert. Das sind dieselben Xiaomi-Bänder, die hier vorne immer gefühlt abreißen. Also das ist auch eigentlich identisch. Also insofern, ihr werdet da optisch auf den ersten Blick keinen Unterschied sehen. Beim Display selber gibt es eigentlich auch keinen Unterschied. Das ist immer noch ein 1,26 Zoll AMOLED-Display, was auch immer noch ganz hübsch ist. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist die Helligkeit von dem 8er ist jetzt von 500 Nits auf 600 Nits gestiegen. Merkt man wirklich nur minimal und auch nur dann, wenn wirklich die Sonne knallt. Ansonsten sieht es relativ eigentlich identisch aus. Ansonsten, was vielleicht der größere Unterschied ist, wir haben hier mittlerweile 60 Hertz auf dem Xiaomi Band 8, während es auf dem 7er nur 30 Hertz sind. Das kommt einem dann ein bisschen träger oder hakeliger vor. Den Unterschied sieht man aber auch hier wieder nur, wenn man beide Bänder nebeneinander hat. Wenn man die ganze Zeit schon den 7er nutzt, wird man da keinen Unterschied großartig merken. Also insofern, ich glaube auch von der Hardware, die hier verbaut ist, ist da jetzt auch nichts Neues drin, dass jetzt irgendwie der Prozessor großartig schneller ist oder sowas. Das kommt einem einfach nur so vor durch diese 60 Hertz, die das Display anzeigt. Eine weitere eher marginale Veränderung ist der Akku, der hier verbaut ist. Ursprünglich waren mal 180 mAh in dem Xiaomi Band 7 drin. Jetzt sind wir bei 190 mAh. Ja, lass es mal einen halben Tag länger rauskitzeln, den wir da rauskriegen werden. Also ihr werdet da keinen großen Unterschied merken und ob das jetzt 10 oder 10,5 oder 11 Tage sind, es gibt sich nichts. Aber es ist schön, dass auf jeden Fall der Akku größer und nicht kleiner geworden ist wie bei anderen Herstellern. Bei den Sensoren kann man auch nicht so viel zu sagen. Da war jetzt Xiaomi nicht ganz so transparent. Als das 8er vorgestellt wurde, hat ja Xiaomi da von einer 6-Achsen-Motion-Bewegungssensoren bla bla gesprochen. In dem alten waren es offiziell irgendwie 3 Achsen, aber dafür noch ein Gyroskop drin oder sowas. Also ich gehe mal davon aus, dass das immer noch bei beiden mehr oder weniger die gleiche Technik sein wird und ihr da vermutlich jetzt auch keinen großen Unterschied merken werdet, weil GPS ist auch weiterhin in beiden Varianten immer noch nicht drin. Also insofern. Und vielleicht noch die letzte tatsächliche Änderung, die wahrscheinlich für 99% von euch auch keinerlei Relevanz hat, ist, wir haben jetzt mittlerweile statt 130 Sportaktivitäten 150. Ich habe jetzt nicht geschaut, welche Sportaktivitäten dazugekommen sind, aber die Standards wie Laufen, Gehen, Fahrradfahren, Laufband und so sind ja so oder so schon drin gewesen. Also insofern sagt mir mal, ob für euch eine Sportart jetzt dazugekommen ist, die ihr jetzt unbedingt gebraucht habt. Früher war es ja noch so, dass man eigentlich das Vorgängermodell dann noch mal günstiger bekommt. Also jetzt nicht offiziell bei Xiaomi, aber sonst so auf dem Markt, bei eBay und Co. Wir sind jetzt bei dem 8er ja bei rund 40 €, was ja ein ganz guter Einstiegspreis für den Wearable ist. Ich habe jetzt aber für das 7er aktuell keine großartigen Angebote mehr gesehen, weil sonst war es immer so, dass es dann schlagartig nur noch 20 € gekostet hat. Also wenn ihr einen 7er günstig kriegen könnt für 20 €, dann holt euch das, aber ansonsten, wie gesagt, das 8er ist nahezu identisch. Und falls ihr jetzt schon einen 7er habt, dann müsst ihr definitiv auch kein Update durchführen und da müssen sich dann doch ein paar mehr Änderungen durchsetzen, damit sich das auch wirklich lohnt. Ja, das war es jetzt schon mal im kurzen Video. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ansonsten viel Spaß noch. Macht's gut. Ciao, ciao.